Die Welt hielt den Atem an, als am 22. November 2005 eine Frau das Podium im Deutschen Bundestag betrat, die alles verkörperte, was das politische Establishment bis dahin für absolut unmöglich hielt. Sie war eine promovierte Physikerin aus dem Osten, eine Frau in einer von konservativen Männern dominierten Partei und eine Politikerin, die keine großen rhetorischen Schlachten schlug, sondern mit kühler, fast klinischer Logik überzeugte. Angela Merkel trat an, um Deutschland zu führen, und sie blieb 16 Jahre lang an der Spitze der Macht. Es war eine Ära, die nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und die globale Weltordnung nachhaltig prägen sollte. Wer war diese Frau wirklich, die von den Medien oft als Mutti tituliert wurde, aber gleichzeitig die mächtigsten Staatsmänner der Welt mit einer stoischen Ruhe das Fürchten lehrte? Um das Phänomen Merkel zu verstehen, müssen wir zurück zu ihren Wurzeln gehen, die weit weg von den glänzenden Parketten der internationalen Diplomatie liegen. Angela Kassner wurde 1954 in Hamburg geboren, doch ihr Lebensweg führte sie fast unmittelbar nach ihrer Geburt in eine völlig andere Realität. Ihr Vater, ein lutherischer Pfarrer, traf die ungewöhnliche Entscheidung, mit der Familie in die damalige DDR zu ziehen. Sie wuchs in Templin in der Uckermark auf. In einem totalitären System aufzuwachsen, in dem jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde, prägte ihre Wahrnehmung von Freiheit, Vertrauen und Macht zutiefst. Während andere Jugendliche offen rebellierten, wählte Angela den Weg der Brillanz durch Unauffälligkeit. Sie war eine Ausnahmeschülerin, eine stille Beobachterin, die besonders in Mathematik und der russischen Sprache glänzte. Diese frühen Jahre in der DDR sind der entscheidende Schlüssel zu ihrem späteren Regierungsstil. Erst beobachten, dann analysieren und niemals die eigenen Karten offenlegen, bevor es absolut notwendig ist. Sie studierte Physik in Leipzig und promovierte später in Berlin-Adlershof über Quantenchemie. Die Naturwissenschaft war ihr persönlicher Schutzraum vor der allgegenwärtigen Ideologie des Sozialismus. Es war ein Ort, an dem Fakten und Naturgesetze mehr zählten als politische Parolen oder staatliche Propaganda. Der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 veränderte ihr Leben von einer Sekunde auf die andere. Die promovierte Physikerin, die bis dahin ein eher zurückgezogenes akademisches Leben zwischen Reagenzgläsern und Formeln geführt hatte, spürte den unwiderstehlichen Ruf der Geschichte. Sie schloss sich der neuen politischen Bewegung Demokratischer Aufbruch an. Ihr Aufstieg in der CDU nach der deutschen Wiedervereinigung war kometenhaft und für viele Beobachter völlig unerklärlich. Dies brachte ihr bald den etwas herablassenden Spitznamen Kohls Mädchen ein. Doch wer glaubte, sie sei lediglich eine Marionette des Altkanzlers Helmut Kohl, sollte sich gewaltig irren. Als die CDU Ende der 90er Jahre in einen massiven Spendenskandal verwickelt war, handelte sie entschlossen. Während die gesamte Parteispitze gelähmt schien, war es ausgerechnet Merkel, die mit einem eiskalten und präzise kalkulierten Zeitungsartikel den Bruch mit ihrem Mentor vollzog. Sie forderte die Partei auf, endlich laufen zu lernen, und übernahm selbst das Ruder. Es war der Moment, in dem die politische Welt lernte, dass hinter dem bescheidenen Äußeren und den unauffälligen Blasern ein unbändiger Machtwille und ein messerscharfer Verstand steckten. Ihre Kanzlerschaft ab 2005 war geprägt von einer Abfolge historischer Krisen, die sich wie Perlen an einer unendlichen Schnur aneinanderreihten. Kaum fest im Amt, musste sie die weltweite Finanzkrise 2008 bewältigen, die das globale Wirtschaftssystem an den Abgrund führte. Unvergessen bleibt ihr Auftritt vor den Kameras, als sie den deutschen Sparern versicherte, dass ihre Einlagen sicher seien. Dies war ein psychologischer Schachzug, der einen drohenden Bankrun verhinderte. Es folgte die existenzielle Euro-Krise, in der sie zur strengen Zuchtmeisterin Europas stilisiert wurde. Merkel kämpfte unerbittlich für die Stabilität der Gemeinschaftswährung. Sie tat dies oft gegen den erbitterten Widerstand ganzer Nationen und gegen die Emotionen der Straße. Ihr Verhandlungsstil wurde während dieser Zeit legendär. Es waren lange Nächte in Brüssel und zähe Diskussionen bis zum Morgengrauen.
Am Ende stand meist ein mühsam errungener Kompromiss, mit dem niemand wirklich glücklich, aber jeder irgendwie arbeitsfähig war. Sie wurde zum Gesicht der Stabilität in einer Welt, die durch Populismus, Kriege und den Aufstieg autoritärer Führer immer mehr aus den Fugen zu geraten schien. Privat blieb Angela Merkel trotz ihrer enormen Macht stets ein ungelöstes Rätsel für die breite Öffentlichkeit. Trotz ihres globalen Ruhms lebte sie mit ihrem Ehemann, dem Quantenchemiker Joachim Sauer, in einer ganz normalen Berliner Wohnung. Sie weigerte sich, in eine repräsentative Villa zu ziehen. Man sah sie am Wochenende oft im Supermarkt um die Ecke einkaufen. Dort wählte sie höchstpersönlich die Lebensmittel für das Abendessen aus. In den Ferien zog es sie zum Wandern in die Alpen, weit weg von Bodyguards und neugierigen Kameras. Diese tiefe Bodenständigkeit war keine mediale Inszenierung für Wählerstimmen. Sie war ihr innerer Anker und ihr Schutzschild gegen den Wahnsinn des Politbetriebs. In einer Zeit der schrillen Selbstdarstellung und des digitalen Narzissmus war sie die personifizierte Antithese zum Populismus. Es gab keine privaten Skandale, keine Korruptionsvorwürfe und keinen unnötigen Prunk. Ihr Privatleben war ihr heilig. Vielleicht war genau diese strikte Trennung das wahre Geheimnis ihrer unglaublichen politischen Ausdauer über fast 2 Jahrzehnte hinweg. Doch keine Regentschaft dieser Länge ist ohne tiefe Schattenseiten und bittere Kontroversen. Die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 markierte den wohl kritischsten Punkt ihrer gesamten Karriere. Mit dem historischen Satz, „Wir schaffen das“, öffnete sie die deutschen Grenzen für Hunderttausende Schutzsuchende. Während sie international für ihre Humanität und christliche Nächstenliebe gefeiert wurde, zerriss diese Entscheidung die deutsche Gesellschaft bis ins Mark. Der Rechtspopulismus in Deutschland erhielt dadurch einen massiven, neuen Aufwind. Kritiker warfen ihr vor, das Land dauerhaft gespalten und die Sicherheit der Bürger aufs Spiel gesetzt zu haben. Auch ihre Energiepolitik bleibt ein Thema hitziger Debatten. Der überstürzte Atomausstieg nach der Katastrophe von Fukushima und ihr später oft kritisierter Kurs gegenüber Russland werden heute kritisch hinterfragt. Man warf ihr oft vor, Probleme so lange auszusitzen, bis sie sich von selbst erledigten, statt mit einer großen Vision mutig voranzugehen. Im deutschen Sprachgebrauch entstand daraus sogar das Verb Merkeln. Sie war zweifellos die Kanzlerin der kleinen Schritte. In stabilen Zeiten war dies ein Segen, doch in Zeiten des radikalen Umbruchs war es für viele Kritiker schlichtweg zu wenig Führung. Ihr politisches Vermächtnis ist dennoch monumental und wird die Historiker noch viele Jahrzehnte beschäftigen. Sie hat Deutschland durch 16 Jahre relativen Wohlstands geführt. Unter ihrer Führung wurde das Land international als der wohl verlässlichste und berechenbarste Partner in einer chaotischen Welt etabliert. Sie war die erste Frau im deutschen Kanzleramt und hat damit eine gläserne Decke für Millionen von Frauen weltweit endgültig durchbrochen. Unter ihrer unaufgeregten Führung wurde Deutschland gesellschaftlich moderner und liberaler. Viele notwendige Infrastrukturreformen oder die Digitalisierung kamen jedoch nur quälend langsam voran. Das ist ein Punkt, der heute oft bemängelt wird. Trotzdem bleibt sie die Krisenmanagerin par excellence. Sie war die Frau, die symbolisch das Licht anließ und am Verhandlungstisch blieb, wenn alle anderen bereits erschöpft aufgegeben hatten. Als sie im Jahr 2021 freiwillig aus dem Amt schied, hinterließ sie eine politische Lücke. Diese Lücke ist in ihrer Tiefe und Bedeutung bis zum heutigen Tage in ganz Europa und darüber hinaus spürbar. Angela Merkel war nie die große Visionärin, die mit flammenden Reden die Massen begeisterte. Sie bestach nicht durch Charisma, sondern durch Kompetenz. Sie war die Frau der leisen Töne und der fast schon pedantischen wissenschaftlichen Präzision. Ihre unendliche und fast übermenschliche Geduld wurde zu ihrem Markenzeichen. Sie hat der Welt bewiesen, dass man mit Sachlichkeit, Fleiß und Beständigkeit oft wesentlich mehr erreichen kann als mit lautem Getöse. Heute blicken wir auf ihre Ära zurück, die bereits jetzt als eine Zeit der außergewöhnlichen Stabilität in die Geschichtsbücher eingeht. In einer Ära der Extreme und der lauten Schreier war sie der Ruhepol in der Mitte.
Man mag ihre einzelnen politischen Entscheidungen leidenschaftlich kritisieren, doch ihren Dienst an der Demokratie kann man kaum ernsthaft in Frage stellen. Ihre Integrität und ihre persönliche Bescheidenheit bleiben vorbildlich. Sie hat gezeigt, dass man Macht auch ohne Eitelkeit und Selbstdarstellung ausüben kann. Das ist in der heutigen Zeit eine seltene und wertvolle Qualität. Nach 16 ereignisreichen Jahren an der absoluten Weltspitze stellt sich uns heute die entscheidende Frage: Was bleibt wirklich von der Ära Merkel im Gedächtnis der Menschen? War ihre Politik des geduldigen Abwartens genau das kluge Rezept, das die Welt in diesen turbulenten Zeiten brauchte? Oder hat sie durch ihren Pragmatismus notwendige große Veränderungen für die Zukunft versäumt? Wie bewertet ihr ihr Handeln heute im Rückblick? Denkt dabei besonders an die Flüchtlingsfrage oder die deutsche Energiepolitik. War sie für euch eine Schutzpatronin der Stabilität oder eher eine Verwalterin des Stillstands? Ihre Meinung interessiert mich sehr. Schreibt eure persönlichen Gedanken und eure Erinnerungen an diese Zeit unten in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam über das komplexe Erbe der ersten deutschen Kanzlerin diskutieren. Wenn euch dieser detaillierte Einblick in das Leben einer der mächtigsten Frauen der Weltgeschichte gefallen hat, dann zeigt es gerne. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Teilt das Video auch mit euren Freunden, um die Diskussion zu erweitern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir gemeinsam hinter die Kulissen der Macht blicken. Wir werden weiterhin die Biografien der Menschen entschlüsseln, die unsere Welt bewegen und nachhaltig verändern.